Du bist mehr als nur dein Aussehen. Ich bin Julia, ich bin Lehrerin für Sport- und Verbraucherbildung und wenn ich nicht in der Schule bin, dann treibe ich selber Sport von Fitness über Boxen. Hauptsache Bewegung. Bodybuilding aktiv habe ich so 5 bis 6 Jahre betrieben. Die Wettkämpfe im Bodybuilding, das ist wirklich eine Welt für sich. Man hat ja wirklich sich monatelang auf diesen einen Tag vorbereitet. Wenn man überlegt, wie viel man dann wirklich abgenommen hat und dass man am Ende dann halt auch wirklich nur noch Haut, Muskel und Knochen war, hat man den Tag natürlich herbeigefiebert und war dann wirklich auch am Ende seiner Kräfte. In der Zeit, bevor ich angefangen habe mit dem Bodybuilding, bin ich in so eine Essstörung gerutscht. Also ich habe innerhalb der Sommerferien über 10 Kilo abgenommen. Und ich würde sagen, dass das Mobbing so ein bisschen den Anschluss gegeben hat, dass meine Klassenkameraden gesagt haben, du dicke Kuh oder nimm doch mal ab oder Mannsweib, weil ich damals als Kind, das weiß ich noch ganz genau, Schwierigkeiten hatte, Hosen zu finden, weil ich einfach zu dicke Oberschenkel hatte und andere hatten das nicht. Und irgendwann durch diesen Fitnesstrend war das nicht mehr nur wichtig, dünn zu sein, dann wollten alle Bauchmuskeln haben und dann habe ich gedacht, ich will jetzt auch Bauchmuskeln haben. Ich weiß noch ganz genau, ich hatte mal so einen Screenshot von einem so einem Bauch. Das war damals meine Idee, so muss ich aussehen, bis ich irgendwann halt realisiert habe, so kannst du gar nicht aussehen. Also das ist ein ganz anderer Körper, aber das war zu der Zeit mit 14, 15, das wusste ich einfach nicht. Ich habe immer noch Tage, an denen ich struggle mit mir und meinem Körper, aber ich habe es, glaube ich, mittlerweile endlich geschafft, so ein bisschen den Fokus wegzunehmen von der Optik. Die Julia von heute würde der Julia von damals sagen, gib nicht so viel darauf, was andere Menschen von dir denken. Mach das, was dich glücklich macht und vor allen Dingen, du bist mehr, da kommen mir fast die Tränen, aber du bist mehr als nur dein Aussehen. Ich habe ja viele Jahre auch auf Instagram meine sportliche Reise gezeigt. Und wenn man immer dafür gefeiert wird, wie man aussieht, dann bekommt man ja auch selber immer wieder die Bestätigung, das, was du tust, ist richtig. Und du bekommst immer mehr Likes, wenn du deinen Sixpack zeigst, als wenn du dich nicht knapp zeigst. Vor 1,5 Jahren hätte ich gesagt, dass ein fitter Körper und eine fitte Figur einen definitiv glücklicher macht. Das war für mich essentiell, um irgendwie ein gutes Leben zu führen, muss ich ehrlich sagen. Mittlerweile bin ich wirklich froh, dass ich mich davon lösen konnte und weiß, dass es im Leben und auch zum Glücklichsein viel mehr erfordert als ein Sixpack. Ja, die Reaktion auf Frauen mit Muskeln ist also wahrscheinlich immer die gleiche. Es wird immer bewertet und es kommen immer Kommentare wie, glaubst du nicht, dass es zu viel ist für eine Frau? Oder es ist nicht normal, eine Frau ist nicht so muskulös. Oder findest du das denn schön? Wo ich mir denke, ich habe hier irgendwie 7-mal die Woche trainiert. Also wenn ich es nicht schön finden würde, dann würde ich es nicht machen. Ich glaube, am Ende des Tages ist es wichtig, dass wir sowieso niemals allen Menschen gefallen können und dass es deshalb umso wichtiger ist, dass du genau das machst, was dich glücklich macht und was du schön findest. Ich habe meinen Körper ja eigentlich nur noch als Maschine gesehen oder als Skulptur, die ich irgendwie formen kann. Es ging immer nur um Optik, Optik, Optik. Es geht nicht um deine eigentliche Leistung. Ich weiß doch ganz genau, als ich im Lockdown auf einmal so zugenommen habe, dass ich sofort dachte, was bin ich eigentlich ohne Sport? So, was bin ich eigentlich jetzt auf einmal ohne dieses Sixpack? Ich bin da in so ein richtiges Loch gefallen und habe für mich dann entschieden, so, da möchte ich nie wieder hin. Nachdem ich sagte, so irgendwie läuft das Training nach dem Lockdown nicht mehr so richtig an, bin ich am nächsten Tag beim Boxen gewesen und ich habe seit der ersten Minute einfach Feuer gefangen. Das Boxen löst in mir Gefühle aus, die ich vorher noch nie so gefühlt habe, weil es mich einfach ganzheitlich fordert. Du musst konzentriert sein, du musst alles zusammensetzen, deine Beine, deine Arme, deine Augen. Ja, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, außer dass es einfach meine Leidenschaft geworden ist. Als bisher größte Leistung würde ich beschreiben, dass ich es geschafft habe, zu mir selber zu finden. Ich kann krass im Sport sein, ich kann krass boxen, krass Gewichte heben und kann trotzdem auch mal weich sein und verletzlich. Ich bin dankbar dafür, dass mein Körper eben nicht nur dünn ist oder Muskeln hat, sondern der mich jeden Tag trägt, der gegen alle möglichen Sachen ankämpft und ja, mich täglich das machen lässt, was ich gerne mache.